Very good evening, everyone. Wunderschönen Abend an alle. I'm delighted to be here in this city of yoga. Es freut mich sehr, hier in dieser Yogastadt zu sein. I've never seen something like that. Ich habe sowas noch nie gesehen. My hope in this evening talk is I also have an opportunity tomorrow, but it will be a completely different topic. Ich hoffe, dass ich in diesem Vortrag heute Abend, obwohl ich morgen nochmal die Gelegenheit eines Vortrags habe, da ist aber ein anderes Thema, To somewhat contribute to this wonderful event. dass ich irgendwie zu diesem wunderbaren Event beitragen kann. My own contribution this evening is going to discuss something that is between traditional and original. Mein Beitrag wird sein, dass ich etwas bespreche, was zwischen dem Traditionellen und dem Ursprünglichen liegt. And that is, as you most probably already know, because you came knowing what the topic is, I hope. Und das Thema kennt ihr wahrscheinlich schon, weil ihr seid aus einem bestimmten Grund hierher gekommen. The Seven Chakra Persönlichkeitstypes. Und das sind die 7 verschiedenen Chakra-Persönlichkeitstypen. So that's a good example of something rather original that comes out of deep traditional roots. Das ist etwas Originäres, was tiefe traditionelle Wurzeln hat. Because I started my yogic path, if we can call it like that, in a traditional way, studying the chakras in their traditional context. Ich habe meinen Yoga-Weg damit angefangen, dass ich die Chakren im traditionellen Kontext studiert habe. But then the more I researched into it, the more I started realizing that that there are new layers coming up. Aber je mehr Nachforschungen ich angestellt habe, umso mehr neue Schichten kamen hoch. And about these new layers I'm going to talk today. Und über diese verschiedenen Ebenen werde ich heute zu euch sprechen. But before I'm going to start exploring with you this system, especially in relation to our spiritual path, to our meditation. Aber bevor ich dieses System mit euch bespreche, bevor wir zu dem ursprünglichen Teil der Meditation kommen, I would like to invite you to a short guided meditation. möchte ich euch zu einer kurzen geführten Meditation einladen. It's always important to feel before we hear new concepts. Es ist immer wichtig zu fühlen, bevor wir neue Konzepte hören. So let us just sit comfortably. Setzt euch bequem, Take one deep breath. tiefe Einatmung. To signify that we are delving into the world of meditation. Damit zeigen wir uns selbst, dass wir in die Welt der Meditation abtauchen. So what we are now going to do as we are allowing our body to relax more and more with every breath we take, Was wir jetzt tun werden, indem wir unserem Körper mit jedem Atemzug erlauben, tiefer zu entspannen, is to take 3 rounds of paying attention to our chakras.
ist, dass wir 3 Runden durchlaufen, in denen wir eine größere Aufmerksamkeit auf unsere Chakren richten. The first round will be slow, so we can locate ourselves, and then we will do it more quickly. Die erste Runde wird langsam sein, sodass wir die Chakren, die unterschiedlichen Chakren lokalisieren können. So we'll start with the Root Chakra, which is slightly inside our perineum. Wir fangen mit dem Wurzelchakra an, das ein wenig in unserem Perineum ist. Breathe into that area. Atmet in dieses Gebiet ein. Just paying attention to a chakra is already stimulating and activating it. Allein schon, wenn man seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Chakra richtet, wird es dadurch stimuliert. Then move your attention to the Sacral Chakra, at the area of the pubic bone, just above the genitals. Dann gleitet mit eurer Aufmerksamkeit zum Sacral Chakra, etwas überhalb der Genitalien. Just giving it attention as if you are tapping on it, saying hello or good morning. Leitet eure Aufmerksamkeit in dieses Gebiet, so als würdet ihr einfach nur anklopfen und Guten Morgen sagen. Now move to the third chakra, the solar plexus chakra. Dann gleitet weiter nach oben zum 3. Chakra, zum Solarplexus Chakra. Which is in the area of the solar plexus between the navel and the uppermost belly. Das 3. Chakra ist im Gebiet des Solarplexus und ein bisschen überhalb. And breathe into it. Etwas überhalb dem Nabel einatmen. Now move to the heart chakra. Gleitet jetzt nach oben zum Herzchakra. At the lower center of the chest. Befindet sich am unteren Rand der Brust. And breathe into it. Dorthin atmen. Now climb to the throat chakra at the lower base of the throat. Jetzt steigen wir mit unserer Aufmerksamkeit weiter nach oben zum Kehlkopfchakra, was sich am unteren Kehlkopfrand befindet. Just rest your attention there, breathing into it. Lasst eure Aufmerksamkeit einfach in dieser Region ruhen und atmet dorthin. Continue to climb to the Third Eye Chakra. Steigt weiter auf mit eurer Aufmerksamkeit zum Ajna Chakra, 3. Auge. At the lower forehead, a little bit above the
meeting point of the two eyebrows. Sind ein bisschen zwischen also in der Mitte zwischen den Augenbrauen, ein bisschen darüber. Rest your attention there and breathe into it. Lasst eure Aufmerksamkeit dort ruhen und atmet dorthin. And last, move your attention to the crown chakra at the center of the top of your head. Und letztlich bringt eure Aufmerksamkeit zur Kopfspitze, zum oberen Ende des Kopfes, Sacral Chakra. Rest there for a moment and breathe into it. Lasst eure Aufmerksamkeit dort einen Moment ruhen und atmet in diese Region. And now move back to the Third Eye Chakra. Und jetzt geht wieder nach unten zum Chakra zwischen den Augenbrauen, drittes Auge. Throat Chakra. Kehlkopfchakra. Heart Chakra. Herzchakra. Solar Plexus Chakra. Solarplexus Chakra. Sacral Chakra. Sacral Chakra. And Root Chakra. Und Wurzelchakra. We'll continue to do 2 more rounds now, quickly, as if we are tapping on the chakras. Wir machen jetzt noch 2 weitere, schnellere Runden, die eher so wie ein Anklopfen bei den verschiedenen Chakren sind. Working each slightly and quickly. Und damit bearbeiten wir jedes Chakra sanft und schnell. Root Chakra. Wurzelchakra. Sacral. Sacral Chakra. Solar Plexus. Solarplexus. Heart. Herzchakra. Throat. Kehlkopfchakra. Third Eye. Drittes Auge. Crown. Und Kronenchakra. And downward. Und wieder nach unten. Third Eye. Drittes Auge. Throat. Kehlkopf. Heart. Herz. Solar Plexus. Solarplexus. Sacral. Sacral Chakra. And Root. Und Wurzelchakra. And for the last time, Und die letzte Runde. Sacral. Sacral Chakra. Solar Plexus. Solarplexus. Heart. Herz. Throat. Kehlkopf. Third Eye. Drittes Auge. Crown. Kronenchakra. And for the last time in the downward direction, third eye. Und das letzte Mal in der abwärts bewegenden Richtung, drittes Auge. Throat. Kehlkopf. Heart. Herz.
solar plexus, Solar Plexus, Sacral Chakra, Sacral Chakra and resting down in the area of the perineum, Root Chakra. und dann verweilt mit eurer Aufmerksamkeit in der Perineumsebene beim Wurzelchakra. And now feel the entire chakra column from root to crown. Und fühlt jetzt die ganze Chakrasäule vom Wurzelchakra bis zum Kronenchakra And from crown to root. und vom Kronenchakra bis zum Wurzelchakra. And examine in which of the 7 centers you're feeling the strongest. Und fühlt nach, in welchem Chakra ihr euch am stärksten fühlt oder welches sich am stärksten anfühlt. Is there a point in this central column that you're feeling the greatest energy concentration? Gibt es in dieser Säule ein Gebiet, wo du die stärkste Energiekonzentration spüren kannst? If you do feel a certain energy concentration in one of the centers, breathe into it and let it grow and expand. Wenn ihr irgendwo in den verschiedenen Chakren eine Energieansammlung findet, dann atmet dort rein und lasst sie anwachsen. So now take one more deep breath into this entire column of chakras. Nehmt noch einen weiteren tiefen Atemzug in die gesamte Chakrensäule. And slowly come out of the meditation. Let your eyes open softly. Und dann kommt langsam aus der Meditation und öffnet eure Augen langsam. So just out of curiosity, who experienced the most energy, the greatest energy concentration in the root chakra? You can raise your hand, don't be shy. Also reine Neugierfrage, wer hat am meisten Energie im Wurzelchakra gefühlt? Müsst nicht scheu sein, hebt einfach eure Hand, wenn es bei euch so war. No one? Not very popular? One. Ah, okay. Okay, Hm. scheint nicht so verbreitet zu sein. Sacral Chakra. Wer hat am meisten Energie im Sakralchakra gespürt? Hmm. Solar Plexus. Wer beim Solarplexus? Heart. Wer im Herzen? Hmm. Throat. Wer im Kehlkopfchakra? Hmm. Third Eye. Wer im dritten Auge? Aha. And crown. Und wer im Kronenchakra? Hmm. Okay. Very good. So, why is it that
we experience in a particular chakra the greatest energy concentration. Warum spüren wir in einem bestimmten Chakra die größte Energiekonzentration? Well, this can have at least 4 reasons. Dafür kann es mindestens vier verschiedene Gründe geben. One is a practice that we just did today that shifted our energy to this particular chakra. Der erste Grund ist die Praxis, die man am jeweiligen Tag oder eben am heutigen Tag gemacht hat, die die Energie in dieses Chakra reingebracht, in dieses spezifische Chakra reingebracht hat. Obviously, if we are focusing meditatively and through practice or perhaps through certain asanas on certain chakra, then that would be highly activated. Natürlich, wenn unsere Praxis auf bestimmte Chakren fokussiert ist oder auch unsere Yoga-Praxis oder Meditation, dann ist da mehr Energie. Second is that just today or these days you are challenged in this particular chakra. Der zweite Grund kann sein, dass man genau an diesem Tag oder in diesem Moment an diesem Chakra, auf dieser Chakra-Ebene herausgefordert wird. Third is that this is a sort of life theme that follows you in the last few months. That this is an actual life cycle. Der dritte Grund ist, dass es eher sowas wie ein Lebensthema ist, das dich schon seit den letzten Monaten zumindest verfolgt. And fourth is that this is your chakra personality type. Und der vierte Grund ist, dass das dein Chakra-Persönlichkeitstyp ist. It's really important to start by saying that because chakra personality types is something on the border between psychology, spirituality and the subtle body. Es ist wirklich wichtig, das so zu benennen, weil Chakra-Persönlichkeit liegt auf dem Grenzgebiet zwischen Psychologie, Psychology, Spirituality and subtle body. Zwischen Psychologie, Spiritualität und dem feinstofflichen Körper. Put in a very simple way, the chakra personality type is simply the chakra which is the most loaded chakra in your system, the most loaded with energy. Also am einfachsten ausgedrückt ist deine Chakra-Persönlichkeit das Chakra, das am meisten mit Energie geladen ist. This makes it what you can call the center of gravity of your being. Und das macht es dazu, dass man es so quasi als Mittelpunkt, als Schwerpunktsmittelpunkt deines Wesens bezeichnen könnte. It's almost as if this is where you look from at the world. Man könnte es auch so sagen, dass das die Ebene ist, von der du auf die Welt blickst. What is your first experience, your first contact point with the world, with everything you see? Was ist deine erste Erfahrung, dein erster Kontaktpunkt mit der Welt von allem, was du siehst? Also welches Chakra? Now, I already said this is in a way an original system based on a traditional system. Also wie ich eingangs gesagt habe, das ist ein originäres System, das auf einem traditionellen System beruht. So obviously there is very little that we can find in yogic literature that actually speaks about individual chakra inclination. Und deswegen finden wir in den Schriften auch wenig, was wirklich spezifisch über Chakra-Persönlichkeit spricht. In a way, what we're meant to do in terms of chakras, and this is what I was, raised on. Also was wir letztendlich machen sollen, und so wurde ich auch aufgezogen oder erzogen, was that you obviously need to balance and awaken all your 7 chakras. Das war die Vorgabe, dass man alle 7 Chakren erweckt und ausbalanciert. And tomorrow I will speak about chakra balancing. Und morgen werden wir auch genau darüber sprechen, über Chakra ausbalancieren. So in tomorrow's talk I will represent all 7 chakras as a necessary psychological and spiritual journey that we all have to go through. Morgen werde ich euch also alle Chakren vorstellen als psychologische psychological and spiritual. Und spirituelle Reise, die wir in unserem Leben alle durchlaufen sollen. Because to a certain degree, we all need to climb the chakra ladder all the way to the crown.
Weil in einem bestimmten Ausmaß müssen wir alle sozusagen quasi die Chakra-Leiter durchlaufen, und um bis zu unserem Kronenchakra uns hochzuarbeiten. On our way, balancing and awakening each. Und auf unserem Weg dorthin erwecken wir jedes Chakra und balancieren es auch oder bringen es in Harmonie. Think of the seven chakras as the different colors that break when you pass white light through a prism. Stellt euch die Chakren in etwa so vor wie die verschiedenen Farben, die man bekommt, wenn man einen weißen Lichtstrahl durch ein Prisma gleiten lässt, oder? In so many ways, our spiritual journey is all about returning from these broken seven colors to the white light. Und so vieles von unserer spirituellen Reise ist quasi diese verschiedenen aufgebrochenen Farbtöne wieder zurückzubringen in den einen weißen Lichtstrahl. In this, there is absolutely no individuality. On the contrary, there is a letting go of our individual color. Und so gesehen gibt es überhaupt keine Individualität, sondern es ist eher ein Gehenlassen der Individualität. However, the chakra personality type says that these specific colors are highly meaningful. Trotzdem sagt die Chakra-Persönlichkeit, dass die spezifischen Chakren are highly, that the different chakras are highly specific, Highly meaningful. Von hoher Bedeutung sind. And that is because they tell us about they reflect 7 different dimensions of life. Und das liegt daran, weil sie 7 verschiedene Dimensionen des Lebens reflektieren. Seven aspects of life. 7 Aspekte des Lebens. And while each chakra is a sort of a lens through which we look and contact one of these 7 dimensions. Und jedes Chakra ist quasi wie eine Linse, durch die wir auf die 7 Dimensionen des Lebens schauen. Now, for each one of us, there are specific chakras that are our unique lenses. Und für jeden von uns gibt es spezielle Chakren, die unsere ganz ureigensten Linsen sind. And that is why we contact the world in very different ways. Und deswegen nehmen wir auf vollkommen verschiedene Arten Kontakt mit der Welt auf. I mean, have you ever wondered how come certain people experience life very differently? Habt ihr euch jemals gefragt, warum verschiedene Menschen das Leben sehr unterschiedlich erfahren? Right? Even spiritual teachers who tell us that there is only one. Sogar spirituelle Lehrer, die uns erzählen, dass es alles eins ist. One teacher speaks of love, and Rumi writes about love constantly. Ein Lehrer spricht von Liebe, zum Beispiel Rumi schreibt immer über Liebe. The whole idea is to unify the lover and the beloved. Die ganze Idee ist, den Liebenden und den Geliebten zu vereinen. Then there is Gurdjieff, who talks about self-remembrance and overcoming our tendencies. Dann gibt es noch Gurdjieff, der spricht darüber, das Selbst zu überkommen. So and then there is another that emphasizes Tantra, another celebration and joy. Dann gibt es den einen, der legt den Schwerpunkt auf Tantra, der nächste auf Freude. Another laws and regulations. Der nächste auf Regeln und Regularien. So why is it that even teachers who speak of one still emphasize a certain aspect that seems in a way even confusingly contradictory? Also warum sprechen verschiedene Lehrer, die alle von dem einen oder dem Einssein sprechen, verschiedene Aspekte an, die sich manchmal sogar widersprechen? This is because truth is like a diamond with many different facets. Das liegt daran, weil die Wahrheit so etwas wie ein Diamant ist, der verschiedene Facetten hat. Each one of us notices a different facet, and this facet is also the one that speaks to their soul language.
Jeder nimmt eine bestimmte Facette wahr und das ist die Facette, die sich an seine Seelensprache adressiert. So this is the Seven Chakra Personality Types. Also das sind also die 7 Chakren Persönlichkeitstypen. It is a system that explains to us, first of all, why we experience things differently from others. Das ist ein System, das uns als allererstes erklärt oder am meisten erklärt, warum wir Dinge anders wahrnehmen als die anderen. And by the way, exactly because of that, it helps us to understand and accept the perspectives of others. Und genau aus dem Grund hilft es uns auch, die Perspektiven anderer anzunehmen oder zu akzeptieren. Sometimes it doesn't make sense to us that others actually experience things differently than us. Manchmal erschließt es uns sich nicht, warum andere Dinge anders wahrnehmen als wir selber. So we expect them to understand our unique perspective. Also erwarten wir von ihnen, dass sie Dinge genauso wahrnehmen wie wir selbst. So our chakra personality type is actually the unique perspective of our soul. Unser Chakra-Persönlichkeitstyp ist letztendlich unser eigener Seelenzugang zum Leben. It's like our soul print, the way our soul looks through our personality. Es ist wie ein Seelenabdruck, die Art, wie die Seele auf das Leben blickt. Now, why is it meaningful? And here is where this system differs from other types of typology. Und warum ist es bedeutungsvoll? Und das ist zugleich auch die Stelle, wo sich das System von anderen unterscheidet. That is because this specific chakra perspective determines very much the way, the specific meaning and happiness that truly fulfill us. Das ist deswegen so speziell, weil genau unser spezieller Chakrenzugang oder wie wir das Leben sehen. Oh, hold on. Second part of the sentence, I got lost. It's so specific and important because it is the way. Because this perspective determines the specific meaning and happiness that are going to truly fulfill us. Weil genau die Art beschreibt, wie wir unser Glück im Leben quasi erfahren. You know that there are very often best-selling books about diets and about happiness. Es gibt oft viele Bestseller über Glück und Diät. And each one tells us about the ultimate diet or the ultimate happiness. Und jeder erzählt uns von dem ultimativen Glück oder der ultimativen Diät. And the thing is that there is no one prescription. Und Tatsache ist aber, dass es nicht eine Verschreibung gibt, die für alle gültig ist. Actually, in so many ways, there are 7 types of meaning and 7 types of happiness in the world. Und letztendlich gibt es 7 verschiedene Arten von Bedeutung und 7 verschiedene Arten von Glück in der Welt. So, to find our specific type of happiness and meaning, we need to detect our chakra type. Und um unsere spezielle oder persönliche spezifische Bedeutung und unser persönlich spezifisches Glück zu finden, müssen wir unseren Chakrenzugang klären. Now, it's not really possible to cover the entire system in one very short talk, also covered with translation. Also wir werden das nicht in einer Session schaffen und auch nicht mit Übersetzung noch dazu. But I will try as much as possible to now briefly speak of all the 7 types. Aber was ich auf jeden Fall versuchen werde, ist, ich werde euch die verschiedenen Typen kurz vorstellen. And see if you're finding yourself even in these brief descriptions. Und schaut einfach, ob ihr euch irgendwo in diesen kurzen Beschreibungen selbst wiederfinden könnt. Perhaps you can even hear about a type and think this is exactly my husband or my child or my father.
Vielleicht, wenn ihr das hört, werdet ihr euch denken, das ist genauso, wie mein Ehemann ist oder mein Kind oder mein Vater. And please, then do not listen to this description as a sort of something that supports your criticism of them. Dann hört bitte nicht in dem Sinne zu, dass ihr das benutzt, um eure Kritik zu untermauern, die ihr an den betreffenden Personen habt, But rather strengthen your empathy. sondern eher, dass es euer Mitgefühl stärkt. Because that means that now you can understand why they experience life in such a different way. Weil ihr dadurch letztendlich verstehen könnt, warum diese speziellen Personen das Leben auf diese Art empfinden und wahrnehmen. Now, it is also possible that you will listen to the description and you will think this is me while this is not really you. Es ist auch möglich, dass ihr zuhört und euch denkt, das bin ich, aber das bist nicht wirklich du. Discovering your chakra type is very often like digging out your true self beneath the thick layers of suppression. Also den eigenen Chakren-Persönlichkeitstyp finden ist wie ganz tief in seinem Innersten wühlen und über verschiedene Ebenen nach oben bringen. Very often we experience certain external pressures and certain social adjustments that make us stop being who we are. Wir erfahren oft äußeren Druck oder eben soziale Anpassung daraus resultierend, dass wir nicht mehr so sind, wie wir ursprünglich waren. So there is much about in this process that requires self-discovery. So in dem Prozess wird also viel Selbsterforschung und Selbstentdeckung gefördert. Exploring our genuine contact with the world. Unseren eigenen wahren, ursprünglichen Kontakt mit der Welt wieder herauszufinden. Sometimes this demands looking at the moments in our life that made us the happiest. Manchmal schließt es mit ein, dass man im Leben die Momente anschaut, wo man am glücklichsten war. Why these specific moments made us the happiest while others become happy for other reasons. Warum speziell wir in genau diesen Momenten am glücklichsten wurden, während andere Menschen in anderen Momenten am glücklichsten sind. And don't think of the moments that, moments with your children, because that's what everyone says at first. Und denkt jetzt nicht nur an Momente mit euren Kindern, weil das wird üblicherweise als erstes genannt. So I will now start going through the seven chakras. Sorry? Oh, yeah, that. Thank you. The seven types. Die 7 verschiedenen Typen werde ich jetzt vorstellen. And as you can see, there is a sort of world population analysis. This is not real statistics. It's just a wild evaluation. Okay, also ihr seht in der Mitte dieses Chart, das sieht so aus wie so ein Weltbevölkerungschart. Das entspricht aber nicht der Wirklichkeit, sondern es ist nur eine wilde Annahme. It's just a sort of an evaluation of what constitutes a healthy and functioning society. Also das ist eigentlich eher so eine Abschätzung, was eine gesunde Gesellschaft darstellt. So let's start with the Root Chakra. Fangen wir also mit dem Wurzelchakra an. And as you can already understand, we all have a root chakra, but those who are what I call the builders are ones whose root chakra is the center of their being. Also wir alle haben ein Wurzelchakra und wir können sagen, das Wurzelchakra ist das Zentrum unseres Seins. Now, the root chakra in our context is the chakra of foundation. Also das Wurzelchakra in unserem Kontext ist eigentlich die Basis. It is deeply connected with the feeling of safety, the feeling of security, the feeling of belonging. Es ist tief verbunden mit dem Gefühl von Sicherheit, zu etwas dazugehören, von Zugehörigkeit. And it is governed by what we call the instinctual or biological center. Und es wird vom Instinkt oder vom biologischen Zentrum gesteuert. Now try to imagine someone whose life or whose perspective and happiness exists in this chakra.
Und jetzt versucht doch mal eine Person vorzustellen, deren Leben und deren Glück in diesem Chakra liegt. I call them the builders. Ich nenne sie die Erschaffer. The builders are people who like very much the order and balance and laws of the world. Also dieser Chakra-Typ, diejenigen, die Erschaffer, die Schaffer, die lieben die Gesetze der Welt. They are very interested in the materials of the world, in what makes the world work. Die interessieren sich für die verschiedenen Materialien der Welt, für das, wie die Welt quasi funktioniert. They are very interested in the how things work, even machines and systems and bodies. Sie interessiert die Frage, wie die Dinge funktionieren am meisten. And they like a lot routine. Und sie lieben Routine. They like things that move very steadily and demand a lot of patience. Sie mögen Dinge, die sehr gleichmäßig ablaufen und viel Geduld erfordern. So they don't like any kind of shocks or sudden changes in life. Sie mögen Schocks und plötzliche Veränderungen im Leben überhaupt nicht. Because they are inclined towards safety and a relaxed lifestyle. Weil sie ein großes Sicherheitsbedürfnis haben und deswegen einen entspannten Lebensstil bevorzugen. They can do the same thing for the rest of their life quite easily. Die können leicht dieselbe Tätigkeit ihr ganzes Leben ausführen. And they are family members, good family members, and they love their connection to the land, to nation, to religion. Sind gute Familienmitglieder und haben eine starke Beziehung zur Erde, zum Land, zur Nation. In the way they express, they are very gentle and mild and quite soft. Und die Art, wie sie sich ausdrücken, ist sehr mild und sanft und weich. They honor a lot the past, ancestors, traditions. In ihrem Leben haben Vorfahren und Traditionen einen hohen Stellenwert. On the other hand, they are very, what you can say, lethargic. Und auf der anderen Seite sind sie dann auch wieder sehr lethargisch. In yogic terms, they are like a manifestation of kapha. Im Yogischen würde man das als eine Manifestation von Kapha bezeichnen. So in that sense, they tend to be easily exhausted. Also sie sind leicht zu erschöpfen oder leicht erschöpfbar. And they move very quickly between two states of diligence and lethargy or exhaustion. Und sie bewegen sich zwischen den beiden Polen, wo sie einerseits Aufgaben brav ausführen und dann aber auch wieder erschöpft sind. Now, when you hear about the builders, it's obvious that their meditation needs to be something that comes from the world of tradition, something that has been tested for thousands of years. Und dieser Persönlichkeitstyp braucht eine Meditationsform, die sehr traditionell ist und über Tausende von Jahren sich quasi bewiesen hat. To them, what if it's older, then it's better. Für sie ist die Meditation, je älter sie ist, umso besser, die Meditationsform. So that is why their best type of meditation is a meditation that is the same meditation for many years, even at the same hour during the day. Also für die ist immer dieselbe Meditation zur selben Stunde und jahrelang am besten. Techniques like Vipassana or mindfulness are very ideal to them. Vipassana oder Achtsamkeitsmeditationen sind für diesen Typus ideal. They need their spirituality to be very grounded and integrated into their daily life and daily activity. Ihre Meditation muss in den täglichen Aktivitäten verankert sein, oder ja. And they don't need shocking experiences, because actually they prefer to have something that just goes deeper and deeper. Sie wollen auf keinen Fall Schocks erleben, sondern sie mögen, dass man in der Routine eigentlich immer tiefer und tiefer und tiefer kommt. In this sense, they're very much they do well with what is called karma yoga. Und die eignen sich hervorragend für Karma Yoga.
yoga of action. das Yoga des Handelns. And on the other hand, they need also sometimes to shock their lives, even if they don't really want to. Und auf der anderen Seite brauchen sie aber doch ab und zu kleine Schocks in ihrem Leben, auch wenn sie keine Lust drauf haben. That's why going to retreats, for instance, to have some profound experiences is quite beneficial. Also wenn die dann eben auf Retreats gehen, das ist schon mal gut und da haben sie dann tiefe Erfahrungen und das ist sehr gut für sie. So this is in a nutshell the Root Chakra type. Das ist mal kurz zusammengefasst der Wurzelchakra-Typus. They're not very philosophical people. Nicht sehr philosophisch veranlagte Menschen. Very down to earth and enjoy to understand how to bring the world around them and themselves to a state of balance. Die sind sehr erdverbunden und lieben es, dass die Welt um sie rum und auch sie selber schön in Harmonie ist. Now, the jump from the root chakra to the second chakra to the sacral chakra is actually almost quite a shock. Und der Sprung jetzt vom Wurzelchakra zum Sacral Chakra ist eigentlich ein ziemlicher Schock. That's also the difference between the root chakra and the sacral chakra in essence. Das ist der Unterschied zwischen dem Wurzelchakra und dem Sacral Chakra. Sacral chakra is we can call it very much the chakra of joy. Man kann das Sacral Chakra eigentlich auch als Chakra der Freude bezeichnen. It is the chakra that determines the level of our totality and of our experience and feeling. Das ist das Chakra, das unseren Grad der Totalität und unsere Gefühle ausmacht. It is governed by what we can call our impulsive center. Man könnte es auch als unser impulsives Zentrum betrachten. You know impulse when you do just what you feel like at a certain moment. Ihr wisst alle, was ein Impuls ist, wenn man einfach macht, was man gerade im Moment fühlt. So that's why this type that I call the artist. Aus dem Grund heißt es eben das Chakra des Künstlers. And it doesn't mean that they are only artists. Das heißt nicht, dass es nur Künstler sind. This type is very much the type of being in the moment. Die leben sehr im Moment, diese Persönlichkeitstyp. That's very different from this long-term thinking of the root chakra. Das unterscheidet sich sehr stark von diesem langatmigen und lang zurückgehenden Denken des Wurzelchakra-Typuses. Root chakra, they like very much the past and building slowly into the future, into a safe future. Wurzelchakra liebt es, quasi auf der Basis der lang zurückgehenden Vergangenheit sicher in die Zukunft zu bauen. Artists live in the moment and for the moment. Künstler leben im Moment und für den Moment. They actually almost, you can say that they have a short-term memory. Man könnte fast sagen, dass sie ein Kurzzeitgedächtnis haben. They can't think in long term. They can't think in terms of commitments and responsibilities. Die denken nicht in Dimensionen von Zugeständnissen und Verantwortlichkeit. They are very jumpy, all over the place, very colorful. Also die quasi hüpfen rum von ihrem Wesen her und sind sehr farbenfroh. Quite talkative. Reden viel. And very humorous, unlike the root chakra, who is completely humorless. Und sind sehr humorvoll im Gegensatz zu dem Wurzelchakra-Typ, der humorfrei ist. Sacral Chakra type, they are like the dancers of the chakra map. Zweite Chakrentyp ist wie der Tänzer. They dance their way, and they to a high degree you can call them eternal children. Also sie tanzen ihren Weg durchs Leben und man könnte sie auch sehr als ewige Kinder betrachten. They don't really want to grow up. Die wollen nicht wirklich erwachsen werden. And whenever they feel that there is some structure that is expecting them to submit and to relax into it, they become rebellious.
Und wann immer sie das Gefühl haben, dass es eine Struktur gibt, wo sie quasi sich unterwerfen müssten oder Zugeständnisse machen müssen, werden sie zum Rebellen. What they are interested in is appreciating life as it is, with no purpose. Was sie wirklich interessiert, ist das Leben wertzuschätzen, ohne eine wirkliche Absicht. And they look very eagerly for after peak experiences. Und sie schauen oder kümmern sich eifrig oder halten eifrig Ausschau nach Spitzenerfahrungen, What gives them the strongest feelings? was ihnen die stärksten Gefühle gibt. In this sense, they are also very moody. Und in dem Bezug kann man auch sagen, dass sie sehr stimmungsschwankend sind. Because if you're addicted to feelings, to extreme feelings, then you also must face the other side of extreme depression, extreme sadness. Weil leider, wenn man an hohen positiven Gefühlen, eine Sucht für hohe positive Gefühle hat, muss man auch das Gegenteil erfahren, eben den gegenteiligen Ausschlag, was dann eher so ein bisschen Depression ist. They usually don't like mornings. Die mögen üblicherweise den Morgen nicht. They begin to feel better in the afternoon and throughout the night. Die kommen dann so am Nachmittag und nachts auf Touren. And they really like to party, to enjoy. Und sie lieben Partys und erfreuen sich gerne. The way they experience life is through their body, Die Art, wie sie das Leben erfahren, ist durch den Körper, but not in the earthly sense of the Root Chakra, aber nicht in dem erdigen, erdverbundenen Sinn des Wurzelchakras, but through the feeling element of the body. sondern durch das fühlende Element des Körpers. Sensuality, beauty, aesthetics, Sinnlichkeit, Schönheit, Ästhetik, appreciation of nature. Wertschätzung der Natur. Of course, they have also other aspects that are like downsides. Es gibt natürlich auch noch andere Aspekte, die dann nicht so toll sind. For instance, the tendency to addictions and to obsessions. Zum Beispiel die Tendenz zu süchten und besessen sein von etwas. You know, drugs, sex, and rock and roll. Kennt ihr den Spruch Drogen, Sex und Rock'n'Roll? There is in the world of rock and also acting, there is the term the 27 Club. Okay. Also sowohl beim Schauspiel als auch im Rock'n'Roll gibt es den Begriff der Club der 27-Jährigen. Of amazing beings that just burst into the world for 27 years and then they die because of self-destructive tendencies. Von wahnsinnig tollen Menschen, die in das Leben quasi rein explodiert sind und mit 27 gestorben sind, meist aufgrund selbstdestruktiver Veranlagungen. So this doesn't mean that if you're a second chakra type, you must die at 27. Heißt jetzt nicht, dass man, wenn man ein zweiter Chakrentypus ist, dass man mit 27 sterben muss. It just means that the second chakra type, they are like a flare, a very quick energy that enters the world. Das beschreibt eigentlich nur, dass der zweite Chakrentyp wie so ein Aufflammen ist, der in die Welt aufflammt. Now, obviously, second chakra type cannot enter a serious spiritual path. Also der zweite Chakrentyp kann ganz offensichtlich nicht einen ernsthaften spirituellen Weg beschreiten. Root Chakra type, they need very steady meditation, regular, with closed eyes. Der Root Chakrentyp braucht Regelmäßigkeit mit geschlossenen Augen, regelmäßiges Meditieren, regelmäßige Praxis. But what speaks to the soul of the second chakra type is the world of Tantra. Und was den zweiten Chakrentypen anspricht, ist die Welt von Tantra. It must include dynamic meditation, dance. Da ist dynamische Meditation oder auch Tanz kommt da gut an. Bodily movement and then trance-like states. Körperbewegungen und tranceartige Zustände. It must be ecstatic. Es muss ekstatisch sein. And with open eyes, because they like to look and to appreciate and to notice the beauty of life. Und mit offenen Augen, weil sie gerne schauen und gerne die Schönheit der Welt wahrnehmen.
On the other hand, what they need to do is to balance their second chakra tendencies with some third eye, with some wisdom and clarity, because they lack clarity. Ihre Aufgabe ist es, die ganzen Tendenzen des zweiten Chakras mit der Konzentration vom dritten Auge auszubalancieren. So that is very briefly the artist. Das war jetzt mal kurz gefasst der Künstler. Please try the more I describe these types to get a feeling of this rainbow of life. Bitte versucht, während ich das beschreibe, immer mehr so ein Gefühl für diesen Regenbogen des Lebens zu bekommen. One word of warning, none of us is 100% one type. Also gleich mal eine Warnung, niemand von uns ist ausschließlich ein Chakrentyp. Actually, we are a combination of three powerful chakras. Wir sind letztlich eine Kombination von 3 starken Chakren. What I describe here is what we can call the major chakra type. Was ich hier beschreibe, sind die Hauptchakrentypusse. But then we have a secondary chakra type and we have a supportive chakra type. Und dann gibt es aber noch untere, den zweituntergeordneten und drittuntergeordneten Chakrentypus. Only in the interplay of these three do we get our unique personality. Und in dem quasi Spiel zwischen diesen Chakren bildet sich unsere einzigartige Persönlichkeit. Okay, so let's take a look at the solar plexus chakra type. Jetzt kommen wir zum Solarplexus. Now they're called the achievers. Die werden die Zielstrebigen genannt. The achievers you already get from the name, right? Ja, also die Erreicher würde Achiever wortwörtlich übersetzt heißen, und da kann man schon vom Namen dann aufs Wesen schließen. The third chakra is the center of willpower, ambition. Das dritte Chakra ist unser Willenskraftzentrum, wo auch unsere Ambition liegt. Individuality, strength. Individualität, Stärke. Now imagine what happens when a personality comes out of this chakra. Jetzt stellt euch vor, wie das aussieht, wenn eine Persönlichkeit aus diesem Chakra herauskommt. So achievers are like marathon runners. Die Zielstrebigen sind wie Marathonläufer. Another good description is like warriors. Eine andere gute Beschreibung ist Kriegertyp. And what they love is to set a certain destination and to march towards it. Und die lieben es, eine bestimmte Richtung festzulegen und dann auf die zielstrebig zuzugehen. These are beings with a tremendous amount of energy. Die haben extrem viel Energie. But not like the Sacral Chakra. Sacral Chakra also have a lot of energy. Aber nicht wie die Chakra-Typen, die haben auch sehr viel Energie. But it's more the bubbling of the life force, the excitement of life. Aber das ist mehr so wie ein Brodeln der Lebenskraft. Here the energy is very clearly directed. Und hier bei den Zielstrebigen ist die Energie sehr klar gerichtet. So achievers, they are very goal-oriented. Also die Zielstrebigen sind sehr zielorientiert. They are people of action. Das sind die Menschen der Handlung. And they always want to be number one at whatever they do. Und sie wollen immer der Beste sein bei allem, was sie machen. To them, their greatest happiness in life is to move towards a goal and to reach the mountaintop, to stick their flag in it. Was die am liebsten machen, ist sich auf ein Ziel zubewegen, den Gipfel erreichen und dann ihre Flagge da, wie sagt man, einstecken, hissen. So obviously they are very workaholic in whatever they do. Die sind Workaholics, egal was sie machen. If they are athletes, then it's not like sprint runners. They would make it a sort of a life mission. It's an ambition. Wenn es Athleten sind, dann sind es keine Sprinter, sondern es wird eher dann zur Lebensaufgabe. It's the love of overcoming the obstacles, the external obstacles and their physical obstacles. Sie lieben es, äußere Hindernisse zu überkommen, aber auch eigene physische Beschränkungen zu überkommen.
whenever they sense that there is some big challenge, something that is almost impossible, they're in. Wann immer die das Gefühl haben, es gibt eine riesige Herausforderung, die man fast nicht überwinden kann, dann sind sie dabei. So you can imagine that they're very competitive. Sie sind sehr wettbewerbsorientiert. Keep comparing themselves to others, where, at what point they are, who is better. Vergleichen sich permanent und werten das auch. And because of they are so goal-oriented, they're not such, let's say, too human people. Und weil sie so zielorientiert sind, sind sie auch nicht so besonders menschliche Menschen. They're not into communication and emotional sharing. Die stehen nicht so auf Kommunikation und zwischenmenschliches Teilen. And actually very often they are angry and impatient. Und meistens sind sie ärgerlich und ungeduldig. Because whatever stands in their way to success, they just want to remove the obstacle. Weil was immer eben quasi im Weg steht auf ihrer Ziellinie zum Erfolg, ist einfach ein Hindernis. They don't like nights because nights are just a waste. Sie mögen Nächte nicht, weil Nächte sind Verschwendung. And in so many ways they feel constantly this will energy and they don't know what to do with it. Also eine bestimmte Art fühlen die immer Wheel Energy? Yes. Wheel? Yes. Also von so einem Energierad zu einer Energie und das stoppt einfach nicht und sie wissen nicht, was sie mit der Energie machen sollen. So sometimes they're just inventing a goal to run towards it. Also erfinden die manchmal einfach nur ein Ziel, damit sie drauf zulaufen können. So obviously it's interesting when we speak about their spiritual path. Und dann wird es interessant, wenn wir über deren spirituellen Weg sprechen. Because achievers would make even the spiritual path an ambition. Weil Zielstrebige auch aus ihrem spirituellen Weg eine Ambition machen. Like in 30 days I want to be enlightened. Also wie in 30 Tagen möchte ich erleuchtet sein. And they are those who are very interested in self-discipline and in attaining powers, siddhis. Und die sind sehr angezogen von Selbstdisziplin und Siddhis, übernatürliche Kräfte erreichen. So of the four paths of yoga, we can say roughly that they belong to the Raja Yoga. Und wenn man jetzt auf die 4 Wege des Yoga geht, kann man sie dem Raja Yoga zuordnen. Self-discipline, techniques, meditations, rules and regulations. Selbstdisziplin, bestimmte Techniken, Regeln und Regularien. On the other hand, of course, they need to sometimes relax. Und natürlich müssen auch die mal entspannen. Because they become so identified with doing that when they stop doing, they don't know who they are. Weil die sich so mit dem Handeln identifizieren, dass wenn die zu handeln aufhören, wissen die nicht mehr, wer sie sind. So it's good from time to experience deep relaxation. Für die ist es also gut, wenn sie ab und an immer wieder tiefe Entspannung erfahren. To make sure that they also begin to have a self that has nothing to do with action. Sodass sie langsam die Erfahrung machen können, dass es ein Selbst in ihnen gibt, das nicht an Handlung gekoppelt ist. Now let's talk about the Heart Chakra type. Lass uns jetzt über den Herz-Chakra-Typus reden. What a difference. Was für ein Unterschied. Immediately we change frequency and we move to the caretakers. Und wir ändern die Frequenz sofort und bewegen uns zu den Fürsorglichen. Now think of people whose heart chakra is the most dominant. Stellt euch jetzt Leute vor, deren Herzchakra am dominantesten ist. They're obviously very sweet people, very gentle, delicate. Das sind sehr, sehr freundliche, sehr verbundene, herzliche Menschen. Sometimes sensitive and even hypersensitive, oversensitive. Sehr empfindsam und manchmal eben auch hypersensitiv. They are governed by the emotional center. Sie werden vom emotionalen Zentrum gesteuert. And we can say that the heart chakra is the chakra of relationships. Und wir können sagen, dass das Herzchakra das Chakra der Beziehungen ist. So for the caretakers, the meaning of life, the greatest happiness is this one-on-one connection
and achieving states of intimacy. Und für die Fürsorglichen ist das höchste Glück und die höchste Bedeutung im Leben die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung. It's the fulfillment of love in relationships. Es ist die Erfüllung von Liebe in Beziehungen. That's why they don't care so much about achieving or even becoming very successful. Deswegen kümmert die das nicht so sehr, was man erreicht oder wie erfolgreich man wird. To them, love is the meaning and purpose of life. Why we are here. Für sie ist Liebe der Grund und die Absicht und das Ziel des Lebens, während wir hier sind. So, the Heart Chakra type is what I call caretakers because they obviously like to caretake. Ich habe sie eben die Fürsorglichen genannt, weil sie sich gerne um andere kümmern. They can have tendencies of compassion. Die haben Mitgefühl, Tendenzen zum Mitgefühl. And they often find themselves in roles like healing, social work, mediating. Sind oft Heiler, Sozialarbeiter oder Menschen, die eben Mediatoren, genau. Mm-hmm. Yes, they are very much fulfilled through the presence of someone else, of another. Sie finden ihre Erfüllung sehr oft durch die Gegenwart eines anderen. So they often find some other half that to whom they devote their life. Also sie finden oft die andere Hälfte, der sie dann ihr Leben widmen. And they enjoy sacrificing themselves and giving all their attention, all their passion. Und sie lieben es, sich selbst aufzuopfern und eben ihre Hingabe zu geben und ihre Leidenschaft. But of course, this has the other side of overdependency. Aber da gibt es dann natürlich auch die Kehrseite von Overdependency oder Codependency? Overdependency. Also von übermäßiger Abhängigkeit. Of emotional attachment. Von emotionaler Verhaftung. And then they can become actually a bit, let's say, demanding and possessive and jealous. Und dann werden sie ein bisschen fordernd und besitzergreifend und eifersüchtig. Just like the achievers don't know who they are without work, the caretakers don't know who they are without the other. Also genau wie die Zielstrebigen nicht wissen, wer sie sind ohne ihre Arbeit, wissen die Fürsorglichen nicht, wer sie sind ohne ihren Partner oder ohne die Person, auf die sie ihre Fürsorge richten. So in this sense, they need to work on their independence. Und die müssen eben an ihrer Unabhängigkeit arbeiten. So their ideal spiritual path is obviously something that includes service. Also deren idealer Lebensweg ist demzufolge eben etwas, wo Dienen ein großer Bestandteil ist. They first of all need to have an open-eyed spirituality. Sie brauchen ein Open Eye? Yes, spirituality with open eyes. Okay, sie brauchen eine Spiritualität mit offenen Augen, also im Leben stehend. And their spirituality is all about dedication, service of something and usually someone. Und ihre Spiritualität ist meistens Hingabe und Dienen an etwas oder an jemanden. Whether it is a guru or a deity. Ob es jetzt ein Guru oder eine Gottheit ist. They also have a lot to do, obviously, with practices that enhance loving kindness. Die haben natürlich auch sehr viel mit Praktiken zu tun, die liebende Achtsamkeit einschließen. So serving others is a part of it. Anderen zu dienen ist Teil davon. On the other hand, they need to develop independence. Und auf der anderen Seite müssen sie eben auch Unabhängigkeit entwickeln. So, let's move to the Throat Chakra. Kommen wir jetzt also zum Kehlkopfchakra.
And the throat chakra are what I call the speakers. Und die nenne ich die Redner. And the speakers are governed by the communication center. Die werden vom Kommunikationszentrum gesteuert. A lot by the power of the word and by the power of interaction. Sehr stark durch die Kraft des Wortes und die Kraft des Austausches, der Handlung mit anderen, Interaktion. So they are also very interested in communication, just like the heart chakra type. Die sind genauso wie die Herz-Chakra-Typen sehr stark an Kommunikation, an Austausch interessiert. But heart chakra type need it for intimacy. Aber der Herz-Chakra-Typus braucht es für Intimität. Whereas throat chakra type are all about influencing others. Wohingegen der Kehlkopf-Chakra-Typ eher darauf abzielt, andere zu beeinflussen. So obviously, usually they are great speakers. They have a sort of charismatic or magnetic personality. Das sind meistens charismatische Sprecher. They know Redner. They know very well how to explain concepts and to make them accessible to other people. Sie können Konzepte sehr gut erklären und anderen begreifbar machen. And their greatest happiness in life is when they actually manage to influence others, Und to have their others change their life as a result. ihr größtes Glück besteht darin, wenn sie andere beeinflussen können, sodass die ihr Leben ändern können. This is where they love to pick great ideas and start spreading them. Sie lieben es, großartige Ideen rauszufiltern und aufzunehmen und die dann zu verbreiten. They are very dreamy people. Sind sehr träumerische Menschen. They live with their eyes to the horizon. Sie leben mit ihren Augen auf den Horizont gerichtet. Very idealists. Sehr große Idealisten. They have ideas of how you can change the world, how you can make a better society. Die haben Ideen, wie man die Welt verbessern kann, wie man die Gesellschaft verbessern kann. But they don't do very well with actual life. Aber denen geht es nicht so gut im richtigen Leben. Because actual life demands actual steps, a step by step, something that perhaps the root chakra could teach them. Weil im richtigen Leben werden reale Schritte von einem erwartet, die kann aber besser wieder ein Wurzelchakra-Typus vollbringen. They think that if they have some kind of a dream, a vision, it already happened. Die haben die Vorstellung, dass wenn sie so eine Art träumerischer Vision haben, dass es schon Wirklichkeit ist. In a sense, they are great believers of the law of attraction. Es sind letztendlich große Anhänger oder glauben an das Gesetz der Anziehung. That you change through the effect through the power of thought and intention. Nämlich, dass man die Wirklichkeit, also Fakten verändert durch die Kraft von Gedanken. So, throat chakra type, they are the visionaries. Die Kehlkopf-Chakra-Typen sind die Visionäre, kann man sagen. They often find themselves in roles such as education or lecturing. Man findet sie oft im Bereich von Erziehern, Rednern. And they love to connect between different worlds. Und sie lieben es, verschiedene Welten oder zwischen verschiedenen Welten zu verbinden. They like to, for instance, to create a synthesis between science and spirituality, worlds that have nothing in common. Sie lieben es zum Beispiel, Welten wie Spiritualität und Wissenschaft zu verbinden, Welten, die so gemeinhin angenommen nichts gemein haben. So they're not great realistic, and sometimes they live so much in the vision that they don't know how to actually take the first step. Also sie leben so sehr, sie sind nicht besonders realistisch und leben so sehr in ihren Visionen, dass sie manchmal dabei vergessen, den ersten Schritt zu verwirklichen. This is where they get a little stuck. Also die hängen dann so ein bisschen. They're also not very emotional because they are somewhere up there and they don't
they sometimes look at other people as just a vehicle of their own ideas. Sie sind auch nicht besonders emotional, weil sie eben so abgehoben in ihren Ideen leben und manchmal andere auch als Vehikel für ihre eigenen Ideen wahrnehmen. Now, what their ideal spiritual path is the power of the word. Deren bester spiritueller Weg ist die Kraft des Wortes. So this includes, for instance, mantras and all kinds of affirmations. Das schließt Mantren und alle möglichen Affirmationen mit ein. And also visions and visualizations. Aber auch Visionen und Visualisierungen. But most of all, they also need to follow an open-eyed spirituality. Und die brauchen auch einen spirituellen Weg mit offenen Augen. Because their best way to live the spiritual path is, well, just by spreading the spiritual path. Weil deren beste Wahl, den spirituellen Weg zu gehen, die ist, dass man Spiritualität verbreitet. When they serve some higher ideal and influence others by teaching it. Wenn sie höheren Ideen oder Idealen dienen und das verwirklichen, indem sie andere lehren und unterrichten. Okay, now let's climb to the Third Eye Chakra. Jetzt steigen wir auf zum Chakra des dritten Auges. Okay, so we have type personalities that are governed by the instinctual center. Also wir haben einen Persönlichkeitstyp, der vom Instinktzentrum geleitet wird. Others by the impulsive center. Der nächste vom Impuls geleitet. And then there is the will center. Dann von dem Rad, Energierad. The emotional and the communication centers. Der emotionale und das Kommunikationszentrum. Now here in the third eye we have the thinkers. Hier oben im dritten Auge haben wir den Denker. They are obviously influenced governed by the intellectual center. Die sind demzufolge vom Intellekt gesteuert. The center of insight and understanding. Das ist das Zentrum der Einsicht und des Verstehens. And the third eye type find their ultimate meaning in the moments in which they understand. Die finden ihre höchste Bedeutung in Momenten, wo sie etwas verstehen oder eine Einsicht haben. The Root Chakra are all about understanding how things work in the world. So, Wurzelchakra möchte verstehen, wie die Dinge im Leben funktionieren. The Third Eye Chakra type, they all need to know why things work as they work. Und die Denker, die wollen wissen, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. What also is der Grund dahinter. What is the meaning of life? What is the answer to life's greatest questions? Fragen wie, was ist die Bedeutung des Lebens? Was sind die Antworten auf die größten Fragen des Lebens? They are like scientists that start researching into something and they love depth. Die sind wie Wissenschaftler, die die Bedeutung des Lebens erforschen und sie lieben Tiefe. And they also love observing other people. Und sie lieben es auch, andere zu beobachten. Oder, ja. Actually, they come to the world feeling as if they don't really a part of the world. Und die haben oft, wenn sie auf die Welt kommen, ein Gefühl, als würden sie gar nicht wirklich zur Welt gehören. They don't feel very much in the body. Sie fühlen sich nicht sehr stark in ihrem Körper. And that makes sense because the higher you climb, the further you go, you move from the physical realm. Und das macht deswegen auch Sinn, weil je höher du quasi in den Chakren aufsteigst, umso weiter entfernst du dich von der körperlichen Erfahrung. So they experience that they are observing life from the outside. Die haben also dann das Gefühl, dass sie das Leben von außen betrachten. When they have emotions, deep emotions, they begin to investigate what are these emotions? Why do I have these emotions? Und wenn die dann tiefe Gefühle haben, dann fangen die sofort an nachzuforschen, warum habe ich diese tiefen Gefühle? Was sind die tiefen Gefühle? Often you will find them buried in books. Also man findet sie oft begraben unter Büchern. Or in the academic world,
very far away from the crowds. Oder in der akademischen Welt sehr weit entfernt von der Masse. They're very individualistic and original way of thinking. Sie haben eine sehr individuelle und originäre Art des Denkens. And they very much tend to thinking outside of the box. Und sie lieben es, jenseits der Normen zu denken. So this is where they are the happiest, when they manage to find an answer to a question they have. Und die sind dann am glücklichsten, wenn sie es schaffen, eine Antwort auf eine Frage zu finden, die sie hatten. That they crack some mystery of life, why people behave as they behave. Dass sie quasi die Antwort auf ein Lebensmysterium gefunden haben oder warum sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. And obviously, what they do need to go through is to realize that even they are human beings inside a body. Und was die herausfinden müssen, ist, dass selbst sie menschliche Wesen sind, die in einem Körper leben. You remember that the speakers, they think that if they have a vision, it already happened. Ihr erinnert euch vom Kehlkopfchakra, die Visionäre, die denken, wenn sie eine Vision haben, dann reicht es. And the third eye type, they think that if they think about life, they actually live. Und die Denker denken, wenn sie über das Leben nachdenken, dass sie dann quasi schon leben. So sometimes they tend to be very arrogant and critical of other people. Die sind manchmal dann auch sehr arrogant und kritisch anderen gegenüber. But not always for good reasons. Aber das passiert nicht immer auf guten Gründen. Very often it's that they cannot handle actual human life, and they get confused by it. Das mag auch oft daran liegen, dass sie mit dem wirklichen Leben gar nicht klarkommen, dass sie das nicht handeln können. So now their path is obviously, the spiritual path is obviously the path of self-inquiry, of understanding. Deren spiritueller Weg ist der Weg der Selbsterforschung, des Verstehens. They need to ask questions, inquire into questions in forms like who am I or Zen koans. Die müssen Fragen nachgehen, solchen wie wer bin ich oder Zen Coins. What's that? Zen Coin? Koans. Yeah, it's like Zen riddles. Koans. Okay, I don't know koans. Okay. Yeah, Zen riddles. They know it. Okay, Zen Riddles like Lisa. Yes. Yes. And but it's also important for them to not just ask questions, inquire, and read scriptures. It's important or it's not enough? It's important not only to. Aber es ist wichtig für sie, dass sie eben nicht nur Nachforschungen anstellen und Schriften lesen. They also need sometimes to have some kind of balancing experiences that actually bring them to the body. Die brauchen auch ausgleichende Erfahrungen, die sie wieder mit dem Körper verbinden und in den Körper bringen. That is what we call complementary meditation. Complementary? Yeah. Also das nennen wir komplementäre Meditation. A meditation that helps you to not only identify with your type, but also to experience something that challenges your boundaries. Also das ist eine Meditation, die dich nicht nur mit deinem Typus verbindet, sondern auch deine Grenzen herausfordert. Now let's move to the crown chakra type. Jetzt kommen wir zum letzten Chakra, dem Kronenchakra-Typus. These are the yogis, and in this world population map that I showed you before, they represent only 1%. Das sind die Yogis und auf dem Chart, das ich euch am Anfang gezeigt habe mit der Weltbevölkerung, gibt es davon 1%. This is because they are actually a very rare type. Weil das eine sehr seltene Sorte ist. Everyone can find themselves on a spiritual path, of course, and the spiritual path is for all. Jeder findet sich irgendwo auf dem spirituellen Weg und der spirituelle Pfad ist auch für alle. But even great teachers are not always what is called here the yogis.
Aber auch große Lehrer sind oft nicht das, was wir hier unter die Yogis verstehen. The yogis can also be called the priests. Man kann die Yogis auch als die Priester sehen. And there are those who actually come to the world with the feeling that they completely don't belong to it. Und die kommen hier auf die Welt mit dem Gefühl, dass sie komplett nicht dazugehören. Just like the root chakra type is made of kapha, the element of kapha, they are made completely of the element of vata, air. Also so wie der Wurzelchakra-Typus dem Element von Kapha angehört, gehört der Yogi dem Element Vata an. They are deeply ungrounded and deeply detached. Also sie sind zutiefst nicht geerdet und komplett unverhaftet. In a way, they almost experience coming to the world as a sort of a strange mistake. Und die haben meistens das Gefühl, dass die Tatsache, dass sie auf der Erde gelandet sind, irgendwie ein Riesenfehler, Folge eines Riesenfehlers ist. As if they fell from grace. Als wären sie von der Gnade abgefallen. That's why very often they find themselves in monasteries, ashrams or places of solitary. Und deswegen findet man sie oft in Klöstern, Ashrams oder Orten der Einsamkeit. Because they feel that all they are meant to do in life is to return to the source. Weil deren Gefühl ist, dass ihre einzige Lebensaufgabe darin besteht, wieder zur Quelle zurückzukehren. They live a life with very little possessions. Very often they are poor. Sie leben ein Leben mit sehr wenig Besitztum, sind oft auch arm. Disconnected from deep relationships. Keine Verbindung zu tiefen Beziehungen. Because they're simply uninterested in engaging with the world. Weil es sie einfach nicht interessiert, sich mit der Welt zu befassen und auszutauschen. Now, what happens when they are put in Western civilization is that they become completely disoriented. Und was passiert, wenn man die in die westliche Zivilisation steckt? Die werden komplett orientierungslos. Because in so many ways, this world is not for them. Weil auf so viele Arten diese Welt nicht für sie gemacht ist. So then they make their flats, their places into caves. Dann wandeln sie ihre Wohnungen in Höhlen um. And to many people, they would seem obviously like escapists. Und vielen Menschen erscheinen sie, als wären sie quasi Flüchtlinge oder ja, also wenn man dem Leben entflieht. Well, this is completely not what they are. They're just their type. Aber das sind sie ja nicht. Sie sind einfach nur ihr eigener Typ. Of course, just like with the thinkers, they have a journey to take to appreciate also being in the human body. Und genau wie die Denker haben auch sie eine Reise auf der Erde zu durchlaufen und wie die Denker haben auch sie sich mit ihrem Körper also anzufreunden. Because if God's will was to keep us in a state of formlessness, that would probably be still the case right now. Weil wenn es Gottes Wille wäre, dass er uns in einem Zustand der Formlosigkeit halten wollen würde, dann wären wir da wahrscheinlich auch. So that is a part of their learning, but the major part of their learning is accepting themselves. Das ist Teil ihres Lernens, aber ein großer Teil ihres Lernens ist, sich selbst zu akzeptieren. And following this kind of a very simple-minded orientation. Und quasi diesen sehr einfach gefassten Orientierungen zu folgen. So their spiritual path, well, it's a bit funny to speak about their spiritual path in this sense. Es ist ein bisschen lustig, über deren spirituellen Weg in dem Zusammenhang zu sprechen. Their spiritual path is very effortless and natural. Und deren spiritueller Weg ist sehr anstrengungslos und kommt ihnen natürlich vor. They respond very easily to the spiritual path because when you tell them, let go of the world, they say, okay. Die antworten sehr einfach auf den spirituellen Weg, weil wenn man ihnen sagt, lass die Welt los, dann sagen die, okay. They do very well with long meditations in closed eyes. Für die sind lange Meditationen mit geschlossenen Augen richtig. Just sitting there
doing nothing. Einfach da sitzen und nichts tun. And this is also where they're the happiest, when they feel that they remove the veil that separates them from the divine. Und da fühlen die sich auch am glücklichsten, wenn quasi der Schleier, der sie vom Göttlichen trennt, über die Meditation gelüftet wird. Much of their spiritual path is connected to working on the subtle body. Ein großer Teil ihres spirituellen Weges ist dem gewidmet, am feinstofflichen Körper zu arbeiten. And also on forgot. On the esoteric realities, the subtle realities. Und auch eben ihr Leben den esoterischen Wirklichkeiten, also der feinstofflichen Wirklichkeit zu widmen, dem Feinstofflichen zu widmen. So, according to the watch, I'm already finished. Also wenn es nach der Uhr geht, dann bin ich jetzt schon fertig. And I hope that this kind of very brief description can give you some kind of orientation. Und ich hoffe, dass diese kurzen Beschreibungen euch schon ein bisschen Orientierungshilfe sein konnten. So thank you. Also danke.